Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Heute mal prinzipiell ohne ganzes Auto, denn wir sind hier im, sagen wir mal, Entwicklungszentrum von Mercedes-Benz und wir können jetzt die neue E-Klasse sehen. Allerdings darf ich sie euch nicht zeigen. Das heißt, ich kann euch höchstens hinterher mal beschreiben, wie sie so ungefähr aussieht und euch ein Bild vorstellen. An sich sehen wir aber hier so kleine Bruchstücke von der neuen E-Klasse. Das heißt, das ist ein komplett neues Modell, also W213 zu W212. Das war ja nur ein Facelift. Und man wird auf jeden Fall sehen, dass es ein komplett neues Fahrzeug ist. Man sieht auch hier, es wird sich etwas angleichen an beispielsweise die S-Klasse oder auch die C-Klasse. Da drin steckt natürlich dasselbe intelligente LED-Modul, wie wir es auch in den beiden anderen Modellen haben. Das heißt, ich kann komplett abblenden, ich kann den Gegenverkehr ausblenden. Eben diese gesamte geballte Technik, die in den anderen beiden höher bzw. niedrigeren Modellen schon verfügbar ist, zieht jetzt damit auch in die E-Klasse ein. Ähnliches geht auch für die Rückleuchte, die sich jetzt ziemlich genau in dasselbe Design einpflegt. Und wie gesagt, die S-Klasse hat ja 3 solcher Elemente, die C-Klasse auch 2 und die E-Klasse hat jetzt eben hier auch 2 Elemente und diesen eher rundlich geformten Körper der Rückleuchte. Da ich persönlich von Design und Ästhetik jetzt nicht ganz so viel Ahnung habe wie ein ausgebildeter Designer, habe ich mir das mal von dem Jan Kaul erklären lassen. Der ist nämlich für diesen Entwurf hier hinter mir zuständig gewesen und das ist auch der Entwurf, der schlussendlich in der neuen E-Klasse umgesetzt worden ist. Ich stehe hier vor einigen Designzeichnungen aus dem Designprozess, die eins aus meiner Sicht der absoluten Highlights im Interieur zeigen, der Sitz. Wir sind bei dem Sitz mal in eine völlig andere Richtung gegangen. Das heißt, wir haben uns inspirieren lassen aus dem Bereich der Fashion Design und haben versucht, sehr, sehr natürliche, fließende Formen umzusetzen in einem Automobilsitz. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel diese extrem taillierten Shapes, diese fließenden Linien, die wir dann versucht haben in unserem Entwurf hier auf der rechten Seite so umzusetzen. Ja, ich stehe jetzt hier neben dem Sitz, wie er dann auch letztendlich im Auto dann zu finden ist und freistehend, wirklich wie eine Skulptur. Aus unserer Sicht etwas, das man so auch ins Museum of Modern Art stellen könnte. Man sieht, wie schön eben diese fließenden Formen umgesetzt sind, wie es diesen Bereich gibt, der an eine Schneiderbüste erinnert, wie zum Beispiel auch dieses Kragenthema, was wir entwickelt haben, den Bereich der Kopfstütze integriert und dadurch auch technische Elemente, die sein müssen, aber nicht unbedingt so schön sind, dann sehr geschickt verdeckt. Ja, ich stehe hier vor einem der Key Sketches, die entstanden sind, als wir vor circa 4 Jahren mit dem Interior Design der E-Klasse begonnen haben. Dies war der Entwurf, der letztendlich vom Designchef Gordon Wagener und auch vom Vorstand so bestätigt wurde als Richtung. Wir haben damals verschiedene Richtungen ausprobiert, das heißt sportlicher, eleganter, evolutionär, revolutionär. Und was man hier schon sehr gut erkennen kann, ist, wie sich die E-Klasse eigentlich Richtung absolut Premium Oberklasse entwickelt. Das heißt, wir haben einen Riesenschritt zur jetzigen E-Klasse-Generation gemacht. Wir haben diese eleganten Linien der S-Klasse integriert in unsere Formsprache. Man sieht hier sehr schön in dem geschwungenen Zierteil die S-Wave, wie wir es nennen. Man sieht sehr, sehr skulpturale Formen im Bereich der Düsen und der Putze über dem Widescreen, der auch ein weiteres Element ist, das ganz klar den Schulterschluss zur S-Klasse sucht und die E-Klasse eigentlich auf Augenhöhe mit unserer Oberklasse eben bringt. Für mich in 3 Worten ist die neue E-Klasse moderner Luxus. Es ist für mich eine extreme Breitenbetonung, ein Wohlfühlambiente wie in einem Wohnzimmer, in einer modernen Lounge und neue Formsprachen, die extrem skulptural sind und sich in einem interessanten Kontrast mit Hightech-Elementen abwechseln. Das heißt, auf der einen Seite sehr viel Emotionen, auf der anderen Seite Intelligenz. Dieser Kontrast, das ist es, das uns fasziniert und das wir in einem sehr spannungsreichen Wechselspiel in dem Interieur der E-Klasse gespielt haben. Willkommen im neuen Innenraum der neuen Mercedes-Benz E-Klasse. Hier sehen wir die AMG-Line. Von außen dürfen wir sie leider nicht zeigen. Von innen sieht sie so aus. Das sieht hier erstmal nach Carbon aus, ist aber, wie ich mir gerade habe erklären lassen, gewebtes Metall und hebt das Ganze so ein bisschen auf einen neuen Luxusstatus an. In dieser Mittelkonsole hier wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten, denn die kennen wir prinzipiell eigentlich komplett aus C- und S-Klasse. Hier das ganze Teil sieht eigentlich auch schon aus wie aus der C-Klasse einfach rausgeschnitten, außer dass eben der Schwung ein bisschen flacher ist als in der C-Klasse.
Neu ist wirklich hier, was wir hier sehen, ist allerdings alles, muss man dazu sagen, also dieses 2x12,3 Zoll Display ist eine Sonderausstattung, das gibt es nicht im Basismodell. Es sieht aber schon sehr schön aus und wie gesagt, E-Klasse, geht einfach mal so ein paar Schritte nach oben näher an die S-Klasse dran und der Unterschied ist verschwindend gering, meiner Meinung nach. Dann das 2x12,3 Zoll große Display hat einmal hier einen Dual-Core-Prozessor, der dafür sorgt, dass das schnell gerechnet wird, und hier einen Quad-Core-Prozessor, der für die ganzen Media-Inhalte und Einstellungen und was wir uns da alles vorstellen, vielleicht auch zum Beispiel Fernsehen, zuständig ist. Sieht erstmal aus wie in der S-Klasse, ist aber die Version 2.0, wenn man so will, denn wir haben hier keinen unschönen Rahmen mehr. Die Technik dahinter ist neu und auch das Glas ist sehr dünn und auch hier, wenn man von der Seite reinschaut, ist es sehr dünn geworden. Auch neu im W213 ist das Lenkrad und, ganz wichtig, im Gegensatz zu diesem Display ist das Serienausstattung. Das heißt, wir haben hier als große Neuerung, erstmal sieht es aus wie ein normales Mercedes-Benz-Lenkrad, aber wir haben hier so zwei Touchpads. Links ganz clever für die linke Einheit, rechts ganz clever für die rechte Einheit. Und dabei können wir so durchswipen und eigentlich wie vom Smartphone, wie wir es auch vom Touchpad hier in der Mittelkonsole kennen, durchwählen, was wir an Ansichten haben wollen, die hier zum Beispiel in Sport, einer sehr sportlichen Version mit Gelb und Rot sich unterscheidet und im Progressive so ein bisschen zukunftsträchtig. Und natürlich auch der klassische Stil, wie wir es etwa von der aktuellen S-Klasse kennen. Wir konnten jetzt kurz die Burmester-Soundanlage mit, wie gesagt, 23 Lautsprechern anhören. Und da muss man schon sagen, die sieht nicht nur schick aus, die hört sich auch verdammt gut an. Und dabei muss man noch berücksichtigen, das ist ja die obere Mittelklasse. Das heißt, es ist nicht die S-Klasse, sondern es ist eine Klasse darunter. Aber vom Sound kommt die schon eigentlich fast auf das gleiche Niveau. Das war's mit der Vorschau bzw. der Sitzprobe in der neuen E-Klasse. Ich hoffe, das Video hat euch, obwohl ihr kein Auto sehen konntet, trotzdem gefallen und ihr belohnt das mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt zum Innenraum, wirklich nur Innenraum, außen darf ich leider nichts sagen, dann haut die einfach in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten. Und wenn ihr dann noch das nächste Video sehen wollt, was vielleicht auch eine E-Klasse fahren sein kann, dann schließt einfach ein Abo ab und wir sehen uns garantiert beim nächsten Mal.